war nicht das Bedürfnis, abzunehmen. Es war das Bedürfnis, geliebt zu werden. Guck mal, du darfst jetzt nicht ein zweites Eis essen, ansonsten siehst du aus wie die da. Wie krass! Also das habe ich dir tatsächlich noch nie so richtig erzählt. Wir alle leben halt in so einer Gesellschaft, wo wir defizitorientiert über uns selbst nachdenken. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber es passt auf jeden Fall gut und ich könnte es auch zumachen. Ich finde das super, ich stehe total gut. Entschuldigung, ist Bauchtanz Renate so ein Überbegriff wie die amerikanische Karen? Moin ihr Geliebten da draußen, hier bin ich wieder, eure Lieblingsküchentheologin bei der Basiskirche, Annie Heger. Und wir sind heute am Strand von Hoogsiel bei bestem Wetter, werden hier heute aber nicht nur Sonnenbaden, sondern werden uns einigen Fragen widmen, die wir uns, befürchte ich, alle schon mal gestellt haben. Bin ich eigentlich richtig so, wie ich bin? Bin ich zu viel? Bin ich genug? Bin ich zu dick? Und die digitale Welt ist da ganz, ganz oft unglaublich gnadenlos und eben auch bewertend. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass es aktivistisch ist, empowernd. Ja, diese sozialen Netzwerke können uns auch ganz schön Kraft geben. Und das liegt an Menschen wie Bettina und auf die treffe ich gleich. Und sie ist Influencerin für Body Positivity und die darf ich heute durch den Tag begleiten und da freue ich mich sehr drauf. Und wenn wir schon dabei sind, liked doch jetzt schon mal das Video und drückt die Glocke, damit ihr überhaupt kein Video verpasst hier. Denn ich verrate euch ein Geheimnis, lohnt sich. Moin! Schön euch zu treffen hier. Du bist Bettina und du bist? Jona. Jona. Und ihr seid wie miteinander verbandelt? Verheiratet. Verheiratet. Seit wann? Fast 7.10.2016. Okay, du weißt es also. Großartig. Ja, Bettina weiß das auch. Bettina zeigt ihren Körper hier ganz selbstbewusst. Keine Selbstverständlichkeit in einer Gesellschaft, in der nur ein sehr schlanker Körper als schön gilt. Mit ihren Videos und Fotos auf Instagram will Bettina anderen Mehrgewichtigen Mut machen und so auch für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft sorgen. Ihr Mann Jona unterstützt sie dabei als Kameramann. Ihr habt ja gerade ein Video gedreht und das habt ihr für Instagram gemacht, ne? Ja. Warum ist es Instagram geworden? Warum ist das deine Plattform für deinen Aktivismus geworden? Weil Instagram da zum Glück auch im deutschsprachigen Bereich schon eine große Community hat. Und habe dann halt auch über Leute, die ich zum Thema Fashion Blogging gefolgt habe, dieses Thema Body Positivity, Selbstliebe für mich entdeckt. Wir alle leben halt in so einer Gesellschaft, wo wir defizitorientiert über uns selbst nachdenken. Aber ich habe dann auch verstanden, okay, Body Positivity hat diese Geschichte als politische Bewegung. Und es geht um strukturelle Diskriminierung. Aber wie sind denn die Reaktionen auf das, was du machst? Das ist tatsächlich total überraschend. Ich habe gar nicht so viele Hasskommentare. Es sind so zwei demografische Gruppen. Entweder sehr junge Herren, also sehr junge Herren, die auch ins Schwimmen gehen, auch so ex-dicke Menschen, die quasi gesagt haben, ich kann abnehmen, du kannst das auch. Also gar nicht so Okay, ja, ich verstehe. Oder halt so ältere Damen. Also ich hatte auch schon Bauchtanz Renate, die dann irgendwie mir über mehrere Wochen geschrieben hat. Entschuldigung, ist Bauchtanz Renate so ein Überbegriff wie die amerikanische Karen? Oder heißt die tatsächlich Bauchtanz Renate? Sie hieß, glaube ich, tatsächlich Renate, aber jetzt ist es für mich so wie so ein Karen-Begriff. Okay. Bauchtanz Renate, die sagt, ja, wärst du in meiner Bauchtanzgruppe. Du darfst nicht bauchfrei tragen in meiner Bauchtanzgruppe. Da hat sie, glaube ich, was ziemlich nicht verstanden. Also das ist die digitale Welt und dort findet ja auch dein Aktivismus hauptsächlich statt. Aber wie ist das in der Live-Welt, also in der analogen Welt? Was ist da, wenn da Kommentare kommen? Wie gehst du dann damit um? Also ich bekomme es immer wieder, wenn wir irgendwie am Strand sind mit, dass da irgendwie Mütter, Väter zu ihren Kindern sagen, guck mal, du darfst jetzt nicht ein zweites Eis essen, ansonsten siehst du aus wie die da. Wie krass, oder? Also da würde jetzt bei allem Aktivismus und bei aller Selbstliebe würde das mich also auf alle Fälle würde mir das schon einen Stich ins Herz und in den Bauch und in den Kopf, in die Seele geben, wenn ich so etwas hören würde. Ja. Weil es mich natürlich auch, es macht mich so unfassbar traurig für das Kind, dass das gesagt bekommt. Ja. Eine neue Generation an beschämten gestörten Menschen wird da irgendwie herangezogen. Ja. Und hast du dann was gesagt?
Es ist halt immer so die Frage, will man sich da einmischen, will man sich da nicht einmischen? Bringt es etwas, wenn ich jetzt Mutti sage, ey, das geht aber so nicht, Geht das ist überhaupt nicht. fettverlegt? Ja. Oder wird die Frau nicht noch viel irritierter sein? Und natürlich, das bringt mich auch aus der Bahn. Wollte ich gerade fragen, bringt es dich auch aus der Bahn, Ja, als diejenige, die absolut. da ja eigentlich so vorne dran ist an dem Und Thema? ganz ehrlich, auch wenn ich hier für Selbstliebe stehe, ich habe auch ganz genauso wie jeder andere Mensch diese matschigen Tage, wo ich mir nur die Decke über den Kopf ziehen will und irgendwelche Hörbücher höre. Ja, gerade beim Aktivismus finde ich das manchmal so schwierig, weil es gibt diese Tage, wo du denkst, ich mache das nicht mehr, ich muss das alles aufhören, denn meine Haut ist viel zu dünn. Ich kann das gar nicht ertragen, dass mir das alles entgegenweht. Und dann möchte man sich einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und die 3 Fragezeichen anmachen. Das kann ich total verstehen. Jona, wie ist das denn für dich, wenn da diese Kommentare kommen, von denen Bettina gerade gesprochen hat? Also ich finde es dann immer wichtig, einfach da zu sein und mal zuzuhören. Und hier brauchst du was, kann ich dir was Gutes tun. Aber meistens habe ich das Gefühl, Bettina weiß sie auch zu wehren. Also da muss ich mir keine Sorgen machen. Wenn da irgendwer ihr doof kommt, dann wird die dem auch schon ganz klar zu verstehen geben, das, was du hier gerade machst, ist nicht in Ordnung. Der ist schon ein toller, den du da hast, ne? Das weißt du, ne? Okay. das weiß ich. Gut, ich muss gerade nämlich schon wieder anfangen zu heulen. Wirst du angesprochen von irgendwie Leuten aus deinem Umfeld so, wie kannst du denn, oh Gott, ich mag sowas gar nicht sagen, aber wie kannst du denn mit so einer zusammen sein? Wie kann denn das passieren? Es ist nicht vorgekommen, dass jemand direkt zu mir gesagt hat, wie kannst du jemanden daten oder lieben, der mehrgewichtig ist. Aber mir fällt halt oft auf, dass Menschen Fettshaming betreiben und auch in meiner Gegenwart jetzt dann einfach Dinge sagen, wo ich sagen würde, das ist einfach nicht cool, das zu sagen. Also das habe ich dir tatsächlich noch nie so richtig erzählt, aber ich fand es in der Situation blöd, dass ein Familienmitglied von mir gesagt hat dazu, dass sie einfach fand, dass du unrund die Treppe hochgegangen bist und wie gesund du denn bist. Ich fand es einfach unangenehm in dem Kontext, weil ich so dachte, ich habe dann auch entgegnet, nein, Bettina ist gesund, musst du dir keine Sorgen machen. Du warst absolut in einer Rechtfertigungshaltung, in der du nicht hättest sein. Also da bist du sollen irgendwie. Das ist auch so. Und es ist dann auch, finde ich, schwierig in so einem Moment zu reagieren. Ne? Also du musst dann in dem Moment ja ihre Anwältin sein. Sie sagen nicht ganz konkret, was sie eigentlich sagen wollten, ne? Sondern weichen immer aus auf diesen Pseudo-Gesundheitsaspekt. Ist schon schwierig. Moin. Ding dong. Der Kurvenhafen in Wilhelmshavens Innenstadt ist einer der wenigen Läden für Plus-Size-Mode. Für mehrgewichtige Menschen wie Bettina ist es nämlich gar nicht so leicht, modische Kleidung zu kaufen. Also, es gibt hier einen Shop extra für dich, so, aber du würdest natürlich gerne auch dieses Shopping-Erlebnis wahrscheinlich mal erleben, einfach so durch die Straßen Wilhelmshavens zu bummeln und einfach in jeden Laden reingehen zu können. Und da hängt was für dich, oder? Ist das wichtig? Ich fände es halt total schön, wenn man viel mehr Möglichkeiten hätte und wie es dann eben diesen schönen, cleanen Laden gibt, wo du vielleicht auch so ein paar Sachen für die Arbeit findest. Und wenn es dann wieder so einen total Hip-Hop-Style-mäßigen Laden gäbe und man sich einfach mehr ausprobieren könnte. So fühlt es sich ja so an, als wäre dick ein Stil. Guck ich doch mal. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber es passt auf jeden Fall gut und ich könnte es auch zumachen. Ich finde das super, ich stehe dir total gut. Entschuldigung. Oh, Der Pullover mit Schild. ich finde, der passt total super zu deiner Haarfarbe. Trotz der Diskriminierung im Alltag geht Bettina heute selbstbewusst und stark mit ihrer Mehrgewichtigkeit um. Dabei ist sie Vorbild für viele andere Menschen auf Instagram. Doch das war nicht immer so. Viele Jahre hat Bettina mit Essstörungen und psychischen Problemen gekämpft. Es waren so verschiedene Ereignisse in meinem Leben, beispielsweise als ich 20 war, der Tod meiner Oma, die für mich doch eine sehr wichtige Person war.
Und da habe ich mich dann mit Arbeit betäubt. Und ich habe abgenommen einfach aus diesem Stress heraus. Und dann habe ich dann wieder die Komplimente bekommen. Und dann haben Leute auf Facebook... Zu deinem Gewicht? Genau, zu meinem Gewicht. Du hast so schön abgenommen. Und ich so, wow, ich habe ja gar nichts gemacht. Aber dann hatte ich wieder den Druck, ja, aber dann musst du dieses Gewicht jetzt halten. Oder du musst im Idealfall noch mehr abnehmen, weil dann bekommst du ja noch mehr Komplimente. Es war nicht das Bedürfnis, abzunehmen. Es war das Bedürfnis, geliebt zu werden und Bestätigung zu bekommen. Einer deiner größten Tiefpunkte ist noch gar nicht so lange her, finde ich. Also das ist irgendwie 2014. 2014 ist für mich noch gar nicht lange her, Ja. finde ich. Und das war auch nicht einfach nur so ein Tiefpunkt, sondern du warst sehr lange da Ja. unten. Ich hatte 2013, 2014 nochmal einen sehr starken Schub durch den ganzen Stress, den ich hatte. Habe wirklich nicht nur über Tage nicht gegessen, sondern teilweise auch wirklich mich tagelang nur noch mit Koffein wach gehalten und hatte einfach einen körperlichen Zusammenbruch, dass das wirklich krass war. Du musstest an den Monitor und man musste dir irgendwie Nährstoffe zuführen, aber trotzdem hat es dann noch mal sehr lange gedauert, bis du da aus diesem Tal wieder rausgefunden hast. Ich denke, so irgendwann Anfang 2018 war da langsam Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, in wie viele Jahre? Von 2014? Ungefähr 4 Jahre. 4 Jahre würde ich sagen, genau. Und dann gab es aber auch immer wieder so Downers. Wie geht's dir jetzt gerade? Mir geht es total super. Ich kann einfach jeden Tag meinen Tag schön gestalten, wie ich will. Ich bin ja auch Selbstständige, das heißt, ich kann mir die Arbeit selbst einteilen. Ich gehe demnächst zu Ende studieren. Das klingt nicht nur nach Zukunftsplänen, sondern es klingt nach so einer Zukunftsvorfreude. Ja. Und das ist einfach mega. Du freust dich einfach richtig auf diesen nächsten Lebensabschnitt. Und das ist, hättest du das gedacht, 2015, dass du mal an diesem Punkt bist, wo du jetzt bist? Nein, ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Ich war so orientierungslos. Ich konnte mir nicht mal die nächste Woche vorstellen. Ja. Also wie sollte man sich da eine Zukunft vorstellen? Toll. Schön, mit jemandem zu sprechen, der sich so auf die Zukunft freut. Ja. Danke für dieses Gespräch. Danke für diesen Tag, was ich alles mit dir erleben durfte. Wir waren heute in der Sonne, wir waren am Strand. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie den ganzen Tag mit einer Freundin so in der Sonne quatschen. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin hier heute Bettina begegnet und ich bin Jona begegnet und das ist ein richtig großes Geschenk. Also beide sind große Geschenke und ich freue mich so, dass es solche Menschen gibt, die eben da draußen sind, die Kraft haben für Aktivismus, die da rausgehen und eben sagen, habt euch lieb, ihr seid so toll da draußen und die uns eben auch aufklären, die Sensibilität schaffen, die Awareness kreieren und damit eigentlich uns ein bisschen die Arbeit abnehmen. Und ich glaube, es ist keine vertane Chance. Es lohnt sich sowas von anzufangen, eben sensibel dafür zu werden. Ich glaube, unsere Gesellschaft kann noch ganz schön weit kommen und wir müssen für unsere folgenden Generationen einfach zusehen, dass wir diese Fehler nicht immer wieder und immer wieder machen.